Ja, liebe Freunde, auch in 2022 wollen wir wieder angreifen. Wir sind auch dann wieder mit unserem Boot unterwegs. Um besser sichtbar zu sein, haben wir uns einen Schriftzug in Photoshop erzeugt, Boote on Tour mit YouTube-Zeichen. Das haben wir uns im Internet drucken lassen und auf beide Seiten des Rumpfes geklebt. Wer uns erkennt unterwegs, der darf uns gerne ansprechen. Wie das aussieht, das zeigen wir im folgenden Video. Veit hört mit. Das hier abschneiden. Genau, das abschneiden. Jetzt werden die Schilder von Boote und Tour am Boot angebracht. Rote. Wie ihr sehen könnt, wird die erste Folie aufgeklebt. Auf das Ergebnis bin ich natürlich sehr gespannt. Jetzt muss man das Ganze, die hintere Folie abziehen, komplett. Ja, ist die Frage, willst du es wirklich komplett oder erstmal so und dann noch? Im Grunde ist es jetzt egal, weil wir müssen es so sowieso in einem durchziehen. Das ist gar nicht so einfach, so eine tolle Folie drauf zu machen. Aber der Meister kriegt das hin. Und gleich zeige ich euch das Ergebnis. Man sieht die zwei Männer von Weitem, wie sie noch immer am Arbeiten sind. Es wird bestimmt wunderschön. Wir bringen jetzt die Werbung an und ja, wir haben eine spezielle Technik dafür. Das heißt, das müssen wir insgesamt noch einen Zentimeter nach unten holen. Ja, genau. Ist das nicht schön, wenn die zwei Brüder so einfach mal miteinander so tolle Sachen machen? Jürgen hat eine ganz bestimmte Technik. Er benutzt Klebeband. Das gute Coroplast aus Wuppertal. Muss aber Werbung für ein einheimisches Produkt machen, oder? So, jetzt haben wir das fixiert, dass es zumindest nicht mehr aus der Waage raus kann. Jetzt machen wir das hier lose. Machen jetzt gleich wieder wie hier. Einmal die Schere. Einmal gerade wegschneiden. Weiter so, dass es auf keinen Fall auf dem YouTube ist. Mehr übrig bleibt. Noch ein Stück mehr. Ja, kann man ja noch nachschneiden. Okay. Aber nicht das Schwarze einschneiden. Warum nicht? Dumme Frage. So. Okay. Und jetzt das Rote abstreichen. Durch die Mitte sozusagen. Ja. So einfach geht das. Naja, so richtig einfach ist das auch nicht. Ja, aber ist schon... Einmal verklebt ist vorbei. Ja, man hat keine zweite Chance dabei, das ist das Problem. Das ist wie in der persönlichen Vorstellung. Man hat keine zweite Chance für Genau. den ersten Eindruck. Ja. Haben wir ja alle mal in irgendwelchen Seminaren gelernt. Ja. Wobei der erste Eindruck manchmal täuschen kann. Boah, würde ich drüber diskutieren wollen. Das Weiße abziehen. Sollst du dann erstmal zur Hälfte und dann über die Länge. Oder so. So, jetzt schieben wir die Buchstaben so langsam fest, da wir das ja fixiert haben, haben wir auch die Waagerechte. Weiter, weiter, weiter. Ja, damit haben wir das jetzt, die Buchstaben blasenfrei angeklebt. Jetzt müssen wir nur noch die äußere Folie abziehen. Das wird keinen der Buchstaben wieder anheben, denn dann ist es versaut. Das kriegst du aber hin, ne? Ja, es klebt ganz schön. Man darf nicht wegrutschen und zu schnell werden. Könnte einreißen. Ja. Deshalb möglichst in
so nach unten weg, schräg nach unten wegziehen, so dass der wenigste Hebel nach vorne ist und damit man den Buchstaben nicht abzieht. Bloß gut, dass ich das nicht mache. Ja, wenn du vergeigt hättest, wärst du es schuld gewesen. Richtig. Da kennen wir jetzt keinen Schreibfehler mehr oder so. So, Geht doch. geht doch. Ja, dann zeig uns doch mal das Ergebnis. Ja, aber auch von der Haptik ist das ordentlich, ne? Ja, Ich meine, das ist ein bisschen doof, jetzt über Haptik zu sprechen, aber ja. grundsätzlich muss ich sagen, das ist schon ordentlich. Muss das komische Zeichen da hinten noch mit dran bleiben? Nee. Das ist die Werbung. So. Nein, das ist die Werbung. So. Ja, damit kann uns jeder sehen und verfolgen, wenn wir unterwegs sind. Und ja, immer was Neues. Ja, ich hoffe, es hat euch auch geholfen bei eigenen Klebeversuchen. Ja, bis zum nächsten Video. Bei Boder on Tour.